Hallo, heute zeige ich euch mal meine Röhrentestler-Spule mit GU81M als Leistungsröhre. Ja, fangen wir vielleicht mal mit den Grundkomponenten an. Diese Röhre hier ist der eigentliche Leistungsschalter, wenn man so will, in dieser Schaltung. Und es handelt sich um eine russische GU81M. Das ist eine ziemlich leistungsstarke Tetrode. Neben der Röhre findet man ein Netzwerk aus einem Widerstand, 1 Kiloohm, und einem Kondensator, 5 Nanofarad. Das ist das Gitternetzwerk, das Ein- und Ausschalten des Gitters und damit die eigentliche On-Time der Röhre mit beeinflusst. Diese Kombination aus Spule und Widerstand, wenn auch etwas überdimensioniert, ist eine Drossel, die verhindert, dass hier UKW-Schwingungen auftreten im Anodenkreis, die wir nicht haben wollen. Natürlich wollen wir Schwingungen, die liegen aber im Bereich von einigen 100 Kilohertz und der Filter blockt Megahertz Größenordnungen ab und verhindert, dass die Röhre Leistung in Bereiche verbrät, von denen wir nichts mitkriegen. Das könnte nämlich dazu führen, dass sie kaputt geht, bevor man die Chance hat zu bemerken, dass was schief läuft. So, hinter der Drossel sieht man sehr schön 2 Reihen Wima FKP1 Kondensatoren, alle in Reihe und hier abgegriffen für eine Kapazität von ungefähr 6 oder 7 Nanofarad. Ich müsste jetzt selber nochmal nachschauen, was ich da jetzt genau eingestellt hatte. Das kann man je nach Umgebungsbedingungen oder eventuell auch, wenn man die Topload ändert, zum zusätzlichen Abstimmen der Grundfrequenz benutzen und natürlich zum zusätzlichen Abstimmen der Impedanz. Das ist bei Röhrentestler-Spulen eigentlich ein ganz interessantes Thema, weil das Matching der Impedanz zur Röhre deutlichen Einfluss auf die Effizienz der ganzen Schaltung hinterher hat. Hier kann man nochmal genauer sehen, wie das mit der Primärspule gelöst wurde. Wie man unschwer erkennen kann, hatte ich zu der Zeit ein ziemliches Überangebot an 10 oder 16 Quadrat Erdungskabel. Es waren lauter Reststücke, die ich hier aneinander gefügt habe. Das ist einfach entstanden dadurch, dass es gerade zur Hand war, billig und verfügbar. Außerdem habe ich hier versetzt Abgriffe, jede Viertelwindung, über die ich den Anodenkreis und den Kondensatorkreis anschließen kann. Normalerweise würde man das in einer Klemme machen. Das hat allerdings hier auch mit Impedanzmatching zu tun. Die Impedanz der beiden Kreise ist nicht identisch und deswegen ist es sinnvoll, die auch unterschiedlich an der Primärspule abzugreifen. Auf der einen Seite bringt es ein bisschen mehr Funkenlänge, das ist schön, und es schont gleichzeitig auch ein bisschen die Röhre, weil es Last von der Röhre nimmt, die anderweitig nur völlig sinnlos verbraten wäre. Unterhalb der Primärspule befindet sich eine weitere Spule aus 20 bis 23 Windungen, ganz normales 1,5er Verlegeleitung. Das ist die Feedbackspule, also die Spule, die das Signal an das Gitter der Röhre liefert. Und da das auch mitunter abstimmungsbedürftig ist, je nachdem was man gerade macht, habe ich auch hier kleine Abgriffe vorgesehen, wo ich über diese Krokodilklemme dann verschiedene Anzapfungen, damit verschiedene Spannungen auswählen kann, während die Abgriffe auf der Primärspule ja dem Abstimmen der Frequenz dienen die Abgriffe auf der Feedbackspule eigentlich nur im Abstimmen der Spannung und entscheidet, wie stark und über das RC-Glied auch wie schnell das Gitter der Röhre abgeschaltet wird. So, die Sekundärspule ist 20 cm Durchmesser mit 0,6 mm Kupfer-Doppellackdraht gewickelt. Zahl der Windungen nicht mehr bekannt, war eine Spule, die ich noch rumliegen hatte von anderen Experimenten, aber es wird nicht extrem hoch sein, also so um die 600 bis 800 Windungen. Ist für eine Röhrentestlerspule auch nicht gerade viel, aber durch den großen Durchmesser scheint das von der Induktivität her immer noch ganz gut hinzuhauen. Der Abschluss oben, ja, ist kein wirklicher Toroid, ist mehr so ein Anti-Corona-Ring aus einem Stück Saugschlauch für Pumpen. Der ist ein bisschen steifer, wenn man den zu einem Ring wickelt, dann bleibt der auch noch halbwegs rund im Querschnitt mit Aluband umwickelt.
Kleiner Trick vielleicht noch mit dieser Aluband-Umwickelei. Das hat sich gezeigt, dass das problematisch ist, weil die Elemente kleben zwar aneinander, die einzelnen Ringe, aber die haben keine leitende Verbindung. Und deswegen ist hier unten so ein Zickzackdraht eingelegt aus Kupfer. Der stellt sicher, dass überall auf dem Ring auch gleiches Potenzial ist, sonst entstehen nämlich Überschläge zwischen den Alubahnen. Und das riecht im günstigsten Fall ein bisschen unschön. An einem Punkt habe ich eine Entladeelektrode gemacht. Länge und Form habe ich mir experimentell rausgefunden, ist einfach ein Stab, Messing, Rundmaterial, oben angespitzt, um einen definierten Punkt zu haben, wo die ausbricht. Röhrentesla-Spulen benötigen so einen Punkt, um vernünftige Funkenentladung zu bringen, sonst kann es schnell passieren, dass die an Stellen stattfinden, an denen man sie gar nicht haben möchte. So, das ist die Bedienseite. Eigentlich ziemlich übersichtlich. Fangen wir mal mit dem eigentümlichsten und unbeschriftetsten an. Das hier ist ein Handrad und verbindet sich auf der Rückseite mit einem Stelltrafo. Das wird man gleich in der Darstellung noch besser sehen, wenn ich die mal mit geöffnetem Gehäuse zeige. Und funktioniert ein bisschen so wie die Knöpfe, die man vielleicht aus den Frühzeiten des Radios noch kennt. Also hier ist Anschlag 0 Volt und dann kann man einfach hier vorne drehen bis Vollgas. Das hatte praktische Gründe. Zum einen ist das ein gebrauchter Stelltrafo, der leider keine isolierte Achse hatte. Deswegen musste ich mir ein großes isoliertes Bedienelement dafür ausdenken. Außerdem hat es mir ermöglicht, den zu legen, und ich kann als Frontwand eine dünne Kunststoffplatte benutzen und brauche keine riesigen Haltewinkel. Der Stelltrafo selber ist nämlich einfach an der Bodenplatte festgeschraubt, und solange der liegt, verursacht das ja auch keine großen Spannungen auf den Trägerelementen. Obligatorische Hochspannungszeichen darf natürlich nicht fehlen. So, und hier sind dann die Bedienelemente. In erster Linie wichtig, ein Milliampere-Meter, löst 0 bis 600 Milliampere aus, zeigt den Anodenstrom an. Ist natürlich nicht überlebenswichtig, aber ist ganz gut, wenn man da ein Auge drauf halten kann im Betrieb, ohne immer mit dem Multimeter rumrennen zu müssen. Und dann Schalter für Heizung und Anodenspannung und aus organisatorischen Gründen etwas nebendran geraten, ein Schalter, der den Softstart für die Heizung der Röhre übernimmt. Das heißt, man kann die einschalten, mit niedriger Spannung vorheizen lassen und erst wenn der Glühfaden wirklich glüht, auf volle Spannung schalten. Das verhindert, dass der Anlaufstrom so hoch ist und unter Umständen den Heizfaden mal wegkokelt. So, hier unten, das ist Aktivieren und Deaktivieren des Staccato-Treibers. Ich denke, das erkläre ich gleich nochmal im Betrieb. Dann sieht man auch eher, worum es da geht. Das sind die zwei Einstellungen hier. Das ist für die Phasenlagenerkennung und Pulsbreite. Und das ist indirekt dahinter in der Leistungssteuerung. Da wird entschieden, wie lange die Kathode angeschaltet bleibt und wie lange die anteilig ausgeschaltet bleibt. Ermöglicht mir die Röhre mit einer höheren Spannung als gedacht zu fahren und mit höheren Strömen als gedacht, weil die Einschaltdauer anteilig dann geringer wird. So, hier kann man mal sehen, wie das Ganze aussieht mit der oberen Plattform weggeklappt. Im unteren Teil befinden sich die Versorgungstrafos, hier für die Heizspannung und hier für die Anodenspannung. Das Ganze mit einem kleinen Spannungsverdoppler, ähnlich der Schaltung, wie es auch in der Mikrowelle zu finden ist, allerdings mit zusätzlichem Filterkondensator und mehr Kapazität, weil der Strom, den wir entnehmen wollen, ja auch etwas höher ist. Von dieser Seite kann man nochmal sehen, wo der Stelltrafo untergebracht ist. Der befindet sich unterhalb dieses Handrades. Und hier sieht man nochmal die Rückseite von dem Amperemeter, das den Anodenstrom anzeigt, und dem Staccato Driver, der die Steuerung der Kathode der Endröhre übernimmt. Auf der Unterseite der oberen Plattform kann man sehr schön die Fassung der GU81 von unten sehen. Ein Filternetzwerk, das verhindert, dass hochfrequente Ströme sich in die Heizleitungen einschleichen und dann an der Heizspannung was verändern. Das klappt bei den Frequenzen nämlich erstaunlich gut. Und da die Heizspannung sehr präzise stimmen muss bei direkt geheizten Röhren,
Es ist wichtig, dass man diesen kleinen Filter direkt an die Beinchen der Heizung nochmal setzt. Und ein bisschen weiter rechts sieht man den Thyristor, der die Steuerung der Kathodenleitung übernimmt. Hier sieht man, kommt die Zuleitung von der Kathode und wird in dem Thyristor an- oder ausgeschaltet und läuft hier an dem Punkt an die HF-Masse. Die beiden Leitungen, die hier runterlaufen, sind die Verbindungen zur Gerätemasse und die beiden Heizleitungen. Das war es eigentlich auch schon fast, was es hier an aktiver Elektronik in dem unteren Bereich gibt. Einzige, was vielleicht noch zu erwähnen gäbe, wäre die Regelung mit 2 Widerständen für einen Sanftanlauf der Heizung der Röhre, um die Lebensdauer des Heizfadens etwas zu erhöhen. Und etwas dahinter sieht man noch 2 NTCs, die die Stromaufnahme des Ringkerntrafos und des Stelltrafos beim Einschalten begrenzen. Das übersteigt das nämlich, was eine 16 Ampere Sicherung im Regelfall aushält. Hier sieht man auch die Zuleitung für die Hochspannung auf die obere Plattform und einen kleinen selbstgebauten Messwiderstand aus einem Stück Heizdraht, das so lange hier in den Lüsterklemmen verschoben wurde, bis der Widerstand dahingehend stimmig war, dass er mir vorne auf einem 60 Millivolt Instrument den Strom in Milliampere mal 10 anzeigt. Also der Vollausschlag 60 Milliampere entspricht jetzt 600 Millivolt. Die Skala habe ich nicht geändert, weil das könnte eigentlich auch mal schön jemand anders machen. Okay, dann schmeißen wir das Gerät mal an. In der Hoffnung, dass die Kamera das auch genauso gut findet wie ich. Das habe ich nämlich noch nicht ausprobiert. Das ist also direkt eine doppelte Premiere. So, als erstes schalte ich die Heizstromversorgung an. Wie das aussieht, wenn man einen Schalter umlegt, weiß ja vermutlich jeder. Deswegen schwenke ich jetzt gerade mal rüber auf die Röhre. Dann sieht man nämlich, wie das Anheizen der Kathode vonstatten geht. Jetzt geht's los. Und relativ langsam fängt die Röhre an zu heizen. Ja, und wer sich ein bisschen mit Röhren beschäftigt und denkt, wow, das ist ja ganz schön hell, dem kann ich sagen, das ist ja nur das Vorheizen. Und jetzt schalte ich mal auf ganze Heizspannung. Ja, tatsächlich, so sieht das ganz normal aus. Das ist eine direkt geheizte Röhre, offene Wolframfäden und die ziehen bei 12 Volt ungefähr 10 Ampere und daraus resultiert natürlich auch eine ganz beeindruckende Helligkeit. Das ist in dem Fall normal. Auch wenn es das überschreitet, was man vielleicht von anderen Röhren, die man so aus dem Radio- oder Verstärkerbereich kennt, gewöhnt ist. So, dann geht es hier unten weiter. Anodenspannung anschalten. Da gucke ich vorher, dass der Stelltrafo ganz auf 0 steht. Und schalte jetzt Anodenspannungsversorgung an. Die Spannung selber zeige ich übrigens nicht an hier vorne, weil es einfach nur ein Messinstrument gab und den Strom zu kennen, war mir in dem Moment wichtiger. So, Staccato lasse ich jetzt mal aus in dem Moment. Jetzt drehen wir hier mal ein kleines bisschen auf. So, man sieht nichts, man hört nichts, aber die Kamera scheint es auch nicht zu stören. Jetzt gehe ich mal hin und gucke mal, ob man hier oben schon was an Entladung sehen kann. Ja, das ist vermutlich noch ein bisschen wenig. So, vielleicht hört man jetzt schon eine Kleinigkeit. Und man sieht auch schon die ersten Entladungen. Wenn es mit was geerdet in die Nähe geht, kann man auch schon sehen, wie man hier kleine Entladungen ziehen kann. Anodenstrom, können wir im Moment mal schauen. Die Kamera sieht es besser als ich, aber etwas unter 100 mA. Wir drehen jetzt mal ein bisschen weiter auf, sodass wir auf ungefähr halbe Leistung kommen. Das ist so bei 200 mA der Fall. Und dann sieht das oben so aus. Ich gehe jetzt mal ein bisschen weg, um die Kamera zu schonen und werde mal aufdrehen, bis
Anschlag. Oder 400 mA. Und jetzt sieht man auch langsam, wie die Anode schon ein bisschen rote Bäckchen bekommt, deswegen drehe ich jetzt mal zurück. Praktischerweise kann man das Handrad auch ganz gut mit dem Fuß bedienen. So, und gebt der Röhre mal gerade einen kleinen Moment Zeit, etwas abzukühlen. So, versuchsweise das Ganze nochmal bei Dunkelheit. Ich werde jetzt einfach mal den Leistungsbereich durchfahren. Die Anode der Röhre glüht übrigens nicht mehr. Das ist eine Fehleinschätzung des Kamerachips, der die Infrarotstrahlung aufnimmt. Also fürs menschliche Auge ist die Kathode jetzt einfach wieder grau, vergleichsweise kalt, wobei wir hier mit kalt auch schon von ein paar hundert Grad reden. So, dann drehe ich nochmal auf. So, Entladung beginnen. Am Anfang sind die mehr büschelförmig und so bei etwas über halber Leistung fangen die an, etwas schwertförmiger zu werden. Bedingt durch die Induktivität, die ich in der Sekundärspule habe, bekomme ich hiermit irgendwie scheinbar nicht hin, so wirklich schwertförmige Entladung zu kriegen. So ungefähr 3/4 Leistung. Gehen wir mal richtig auf. Das sind jetzt ungefähr 35 bis 40 cm gegen ein geerdetes Ziel, habe ich mal 42 cm gemessen, was einleuchtend klingt, weil 42 ja die Antwort auf alles ist. So, ich denke, man kann das ganz gut sehen, deswegen machen wir jetzt mal ohne Beleuchtung weiter. Ich drehe nochmal auf kleine Leistung auf und zeige jetzt mal, was passiert, was es mit dieser Staccato-Geschichte auf sich hat. Man hört es vielleicht schon im beendeten Geräusch. Dass die Röhre offensichtlich nur ein Teil der Zeit an ist. Ich kann die Frequenz, also den Zeitanteil regeln, von relativ niedrig. Das wäre die niedrigste Einstellung, bis zu einer Einstellung, die so hoch ist, dass im Prinzip schon wieder voll an entspricht. Vorteil der ganzen Geschichte ist, mal abgesehen von ganz netten optischen Effekten, dass die Röhre jetzt natürlich nur ein Bruchteil der Zeit an ist und das gibt mir die Möglichkeit, deutlich mehr Leistung abzuverlangen für die geringe Zeit. Bin mir nicht sicher, ob man das auf der Kamera jetzt erkennen kann, aber in der Konfiguration könnte die Tag ein, Tag auslaufen. Da wird nichts zu heiß. Das ist ja auch verständlich, ist jetzt nur ungefähr 5. Halbwelle tatsächlich an. Gesteuert wird das nämlich über die Nulldurchgänge der Netzspannung, weil es ja auch eine pulsierende Gleichspannung ist, die jetzt aus dem Spannungsverdoppler kommt. Und dann kann man das ganz gut synchronisieren. Ist jetzt ungefähr 4., 5. oder vielleicht 6. Halbwelle an. Und dementsprechend ist es natürlich auch nur ein Sechstel der effektiv durchgesetzten Leistung. Die Entladungen werden dadurch allerdings nicht wesentlich kürzer. Etwas anders als bei einer herkömmlichen Tesla-Spule, die aufgrund der Beats oder Zündungen pro Sekunde ja ein deutliches Streamer-Wachstum erzeugen kann. Kann man hier einfach mal sehen, wie lang die jetzt sind. Und dadurch, dass ich das Ganze aufweise, ein bisschen was kommt dazu noch, aber
denke, so aus meinem Sichtwinkel bin ich jetzt mit niedriger Frequenz so etwas unterhalb der Leitung dieses Rohrs, das oben an der Decke vorbeiläuft. Einfach mal so als Orientierung, und jetzt mit Vollgas bin ich auch nur gelegentlich etwas drüber. Das ist einfach eine ganz nette Zusatzfunktion. So, jetzt will ich noch ein paar Experimente zeigen, dazu muss ich aber erst ein bisschen umräumen. So, als erstes Experiment, mal was ganz Simples, eine Neon-Glimmlampe, und man sieht auch schon, wie es losgeht. Das ist diese Art Glimmlampen, die man so früher ganz gerne in Schalttafeln benutzt hat als Kontrollleuchten. Einzige, was ich gemacht habe, ist hier hinten ein kleines Stückchen Draht anzulöten als improvisierte Antenne, weil das in der Nähe hier kaum nötig wäre. Und man sieht, bedingt durch das Hochfrequenzfeld von der Röhre, von der Spule, leuchtet die immer kurz auf. Das kann man so eigentlich ein bisschen besser zeigen, als wenn die Spule jetzt durchgehend laufen würde. Weil, kann man kurz mal zeigen, dann leuchtet es halt immer. Ist heller, aber man kann nicht so direkt den Zusammenhang zwischen dem Auslösen der Spule und dem Aufleuchten der Lampe erkennen. Deswegen mache ich das ganz gerne so rum. Dann ist das für Außenstehende ein bisschen besser erkennbar. Ja, nett, aber nicht abendfüllend, deswegen probieren wir jetzt noch was anderes. Auch sehr gerne genommen. Ein Ionenwindmotor. Im Prinzip eine ganz simple Konstruktion. Hier in der Mitte die Platte dient einfach als Zentralstück mit dieser Prägung hier. Ich habe einfach mit einem Nagel reingehakt, eine Vertiefung erzeugt, auf der sich das später auf eine Nadel drehen kann, und dann zwei Drähte, die in entgegengesetzte Richtung abgewinkelt von ihren Zuleitungen wegführen. Und jetzt zeige ich mal, was passiert, wenn man das auf die Spule oben drauf setzt. Dazu machen wir sie sinnvollerweise erstmal aus, sonst könnte das schmerzhaft werden. So. Hier sieht man, da trifft sich das ganz praktisch, dass das hier oben spitz geschliffen wurde und hier die Vertiefung ist. Legen wir die mal da drauf, und wenn es in meiner Abwesenheit keiner verbogen hat, sollte das noch halbwegs waagerecht da liegen bleiben. So, wenn ich jetzt die Spule anschalte und kleine Entladungen entstehen lasse, sieht man, wie das anfängt sich zu drehen. Einfach durch die Entladung, die jetzt natürlich nicht mehr in der verdeckten Spitze, sondern an den Enden der Drähte stattfinden, stößt sich der Draht an diesem Ionenwind ab, und da der Reibungswiderstand auf der Spitze ziemlich gering ist, klappt das auch ganz gut. Man sieht, wie der also schon ganz gut Tempo bekommt. Kann man natürlich noch verbessern, indem man da ein bisschen mehr Leistung drauf gibt. Was man jetzt schon sehen kann, ist der Effekt, dass die Entladungen nur teilweise auftreten. Durch das Rotieren der Elektroden kann man jetzt nämlich sehr schön sehen, die Spule ist gar nicht die ganze Zeit an, sondern ist immer zeitweise an. Und zwischendurch gibt es hier Segmente, in denen man überhaupt keine Entladung sieht. Das sind einfach die Nulldurchgänge, wenn keine Anodenspannung vorhanden ist, die Netzspannung gerade null ist. Das sieht man noch etwas besser. Wenn man das mit der Staccato-Funktion macht. Ich will versuchen, dass im Dunkeln mich vielleicht noch besser erkennen kann. Fürs Auge klappt das mit dem Staccato, für die Kamera scheint das nicht so zu funktionieren. Deswegen probieren wir nochmal die Variante. Ja, so sieht es auf der Kamera, denke ich, ganz nachvollziehbar aus. Der Effekt geht ein bisschen verloren bei größerer Leistung.
Dafür kann man jetzt bei größerer Leistung was anderes Schönes zeigen. Von unten geht das natürlich auch. Kann man den Hubschrauber machen, indem man jetzt den Staccato anschaltet. Ja. Anhand dieses Aufbaus kann man ganz gut zeigen, wie Ionenwindtriebwerke zumindest so in etwa funktionieren. Und das ist auf jeden Fall auch, wenn man vielleicht für jüngere Semester mal Vorführungen macht, eigentlich immer ein ganz guter Hingucker. So, ein klassisches Experiment, was man noch machen kann, ist natürlich das Aufleuchten lassen einer Glühlampe. Dazu nehme ich hier mal ein bisschen geringere Leistung. Habe ich mir eine Glühlampe, ganz normale Lampe, wie man so in der Taschenlampe finden würde, genommen, hast ein Stück Draht drum gewickelt. Am Ende des Drahtes befindet sich eine etwas größere Metallplatte, einfach um mir mehr Übergangsfläche zwischen Haut und Metall zu geben. Und mit dem noch nicht angeschlossenen Pin der Glühlampe ruhe ich dann einfach den Ausgang der Sekundärspule. Und wenn alles gut läuft, sieht man jetzt erstmal die Entladung, die in der Gasfüllung der Glühlampe stattfinden. Gibt es erstmal einen Überschlag. Und wenn ich jetzt feste Verbindung zum Ausgang der Sekundärspule habe, sieht man, wie die ganze Leistung nicht mehr in die Entladung geht, sondern ganz normal darin, die Glühlampe ans Leuchten zu bringen. Brennt auf der Helligkeit, wie man das aus der Taschenlampe auch kennt. Strom fließt also Fußpunkt Erde durch die Sekundärspule durch, wo er ja eigentlich induziert wird. Und eben am oberen Ende ab durch die Glühlampe durch, über meinen Arm wieder zurück Richtung Erde. Klappt einfach, weil das relativ hochfrequente Spannungen sind und eine relativ geringe Leistung im Moment. Sollte man nicht mit dem viel beworbenen Skin-Effekt verwechseln. Hat nämlich bei 300 kHz in menschlichem Gewebe mit Skin-Effekt herzlich wenig zu tun. Das hat einfach mit der Trägheit der Muskeln zu tun, die auf die Frequenz nicht reagieren. So als kleines Experiment kann man das auch machen. Weil natürlich keiner von mir hat, dass man das machen sollte. Aber man sollte nicht vergessen, dass der Umstand, dass man da jetzt gerade nichts von spürt, nichts damit zu tun hat, dass unverändert die Leistung über den Arm fließt und irgendwo auch in Widerständen verbraten wird. Ist also nichts, was man den ganzen Tag machen sollte. Ja, das war es dann sicher schon an Experimenten. Die wirklich gefährlichen lassen wir heute mal weg. Ja, wer Fragen oder Kommentare hat, ist natürlich gerne eingeladen, welche abzugeben.